Bach, ein Leben in Musik. Kapitel 1, der Spross einer Musikerfamilie. Stell dir eine kleine Stadt in Thüringen vor. Umgeben von grünen Hügeln und dichten Wäldern. Eisenach heißt sie. Und auf dem Berg thront die alte Wartburg, wo vor vielen hundert Jahren die Minnesänger gesungen haben. In dieser Stadt wird am 31. März 1685 ein kleiner Junge geboren. Seine Eltern geben ihm den Namen Johann Sebastian. Die Bachs sind eine Familie von Musikern. Schon der Urgroßvater, Veit Bach, war ein Bäcker. Aber er spielte dazu auf seiner Laute. Seitdem hat es in jeder Generation Musiker gegeben. Organisten, Stadtpfeifer, Geiger. Überall in Thüringen findet man Bachs. Der Vater, Johann Ambrosius, ist Stadtpfeifer in Eisenach. Er spielt Violine und Trompete, und die Leute schätzen ihn sehr. Die Mutter, Elisabeth, kümmert sich um die Kinder. 8 Kinder gibt es, und Johann Sebastian ist das jüngste. Der kleine Johann Sebastian wächst auf mit Musik von früh an. Der Vater zeigt ihm die ersten Griffe auf der Violine. Der Onkel unterrichtet ihn vielleicht auf der Orgel. Aber zum Wunderkind wird er nicht. Keine Geschichten von kleinen Genies, die vor Fürsten spielen. Nein, dieser Junge muss lernen wie alle anderen auch. Er geht zur Schule, lernt lesen und schreiben. Und er singt im Chor. Seine Sopranstimme ist so schön, dass die Leute in der Kirche gerne zuhören. Dann, als er 9 Jahre alt ist, stirbt die Mutter. Ein Jahr später stirbt auch der Vater. Der kleine Johann Sebastian ist mit 10 Jahren vollweise. Kapitel 2, der nächtliche Abschreiber. Die großen Brüder verteilen die Kinder unter sich. Johann Sebastian kommt zu seinem älteren Bruder Johann Christoph nach Ohrdruf. Der ist 14 Jahre älter und Organist an der Michaeliskirche. Er nimmt den Kleinen bei sich auf, gibt ihm Essen und ein Bett. Und er bringt ihm das Klavier und Orgelspielen bei. Aber Johann Christoph ist streng. Er hat ein Bücherregal mit wertvollen Noten. Werke von berühmten Komponisten sind da drin. Von Pachelbel zum Beispiel, bei dem er selbst studiert hat. Diese Noten sind kostbar. Der Bruder denkt, für den kleinen Sebastian sind sie noch zu schwer. Doch der kleine Sebastian ist neugierig. Nacht für Nacht, wenn alle schlafen, schleicht er sich an das Regal. Die Noten sind hinter einem Gitter verschlossen. Aber seine Hände sind klein und dünn. Er schiebt sie durch das Gitter. Holt ein Heft nach dem anderen heraus. Im Mondschein, denn Kerzenlicht hätte ihn verraten, schreibt er die Noten ab. Stunde um Stunde sitzt er da. Die Augen brennen, die Finger schmerzen. Aber er schreibt und schreibt. Ein halbes Jahr vergeht. Er hat schon ein ganzes Heft voller Noten. Da, eines Nachts, hört der Bruder etwas. Er kommt herein und erwischt ihn. Was machst du da? Der kleine Sebastian erschrickt, die Noten fallen zu Boden. Der Bruder nimmt ihm alles weg. Das abgeschriebene Heft und die Originale. Johann Sebastian ist verzweifelt. Die ganze Arbeit umsonst. 6 Monate nächtelanges Schreiben. Und jetzt ist alles weg. Der Bruder hat kein Mitleid. Aber eines hat der Kleine gelernt in dieser Nacht. Wenn man etwas wirklich will, gibt man nicht auf. Und er hat gelernt, wie Musik gemacht ist. Note für Note, Takt für Takt. Das kann ihm keiner mehr nehmen. Kapitel 3, der Fußmarsch nach Lüneburg. Mit 15 ist Johann Sebastian alt genug, um allein zu sein. Sein Bruder hat eine eigene Familie und es wird eng im Haus. Also macht sich der Junge auf den Weg. Er hat gehört, dass es in Lüneburg, weit weg im Norden, eine Schule gibt. Dort können arme Kinder kostenlos lernen. Und sie bekommen sogar Essen und ein Bett.
300 Kilometer sind es von Ohrdruf nach Lüneburg. Zu Fuß. Stell dir das vor. Ein Junge, 15 Jahre alt, mit einem kleinen Bündel auf dem Rücken, läuft durch Deutschland. Im März 1700 tritt er die Reise an. Die Straßen sind schlecht, es ist kalt, manchmal regnet es. Aber er läuft und läuft. Durch Dörfer und Städte, durch Wälder und Felder. In Lüneburg angekommen, wird er aufgenommen. Er singt im Chor der Michaelisschule. Aber er lernt vor allem. Er studiert bei Georg Böhm, einem berühmten Organisten. Er hört Musik von französischen Meistern, von italienischen Komponisten. Alles ist neu für ihn, alles ist spannend. Und er läuft immer wieder nach Hamburg, um den alten, berühmten Organisten Johann Adam Reinken zu hören. 50 Kilometer sind es bis Hamburg. Aber das macht ihm nichts aus. Er will lernen, alles lernen, was es zu lernen gibt. Die Musik ist sein Leben. Und er will sie verstehen bis in den letzten Winkel. Kapitel 4 – Der junge Organist in Arnstadt. 1703, mit 18 Jahren, bekommt Bach seine erste eigene Stelle. In Arnstadt, einer kleinen Stadt nicht weit von seinem Geburtsort, wird eine neue Orgel eingeweiht. Bach soll sie prüfen. Er setzt sich hin, spielt. Und die Leute sind begeistert. So haben sie noch niemanden spielen hören. Sie stellen ihn sofort als Organisten an. Gutes Geld, eine neue Orgel, freie Zeit. Eigentlich ist es ein Traum. Aber Bach ist unruhig. Er will mehr, immer mehr. Im Herbst 1705 bekommt er 4 Wochen Urlaub. Er will nach Lübeck, um den großen Meister Dietrich Buxtehude zu hören. 400 Kilometer sind es hin und zurück. Aber Bach geht zu Fuß. Wieder ein Fußmarsch, wieder durch Wind und Wetter. 4 Wochen Urlaub, aber Bach bleibt 4 Monate. Er hört Buxtehude spielen, er lernt von ihm, er saugt alles auf. Weihnachten und Neujahr ist er weg. Als er zurückkommt, ist die Gemeinde nicht begeistert. Die Kirchenältesten sind wütend. Sie rufen ihn vor. »Wo warst du so lange?« fragen sie. »Das geht euch nichts an«, sagt Bach. Sie beschweren sich auch über sein Spiel. Er spiele zu kompliziert, sagen sie. Zu viele Verzierungen, zu modern. Die Gemeinde versteht ihn nicht. Bach ist enttäuscht. Er wechselt die Stelle, geht nach Mühlhausen. Aber auch dort bleibt er nicht lange. Er will vorwärts, immer weiter. Kapitel 5 – Weimar, die großen Orgelwerke. 1708 kommt Bach nach Weimar. Hier wird er Hoforganist und Kammermusiker beim Herzog von Sachsen-Weimar. 9 Jahre bleibt er jetzt. Es sind gute Jahre. Die Orgel im Schloss ist wunderbar, und Bach hat Zeit zum Komponieren. Er schreibt seine großen Orgelwerke. Die Toccata und Fuge in d-Moll, die Passacaglia. Und unzählige Choralvorspiele. Er wird berühmt als Orgelvirtuose. Überall lädt man ihn ein, neue Orgeln zu prüfen, Konzerte zu geben. In Dresden soll es sogar einen Wettkampf geben. Mit dem französischen Starorganisten Louis Marchand. Die ganze Stadt redet davon. Der Tag kommt, die Musiker versammeln sich, das Publikum wartet. Aber Marchand erscheint nicht. Er hat Bach vorher spielen hören, heimlich. Und er weiß, gegen den kann ich nicht gewinnen. Also reist er ab, noch vor dem Wettkampf. Bach hat gewonnen, ohne eine Note zu spielen. In Weimar heiratet Bach auch. Seine Cousine Maria Barbara wird seine Frau. Sie bekommen Kinder, viele Kinder. 7 werden es sein, aber 3 sterben früh. Die leben, werden später selbst berühmte Musiker. Wilhelm Friedemann und Karl Philipp Emanuel. Bach will weiter.
Als 1717 eine Stelle in Köthen frei wird, nimmt er an. Aber der Herzog von Weimar ist wütend. Er will Bach nicht gehen lassen. Als Bach trotzdem geht, lässt der Herzog ihn verhaften. 4 Wochen sitzt Bach im Gefängnis. Aber auch das hält ihn nicht auf. Schließlich muss der Herzog ihn freilassen. Bach packt seine Sachen und geht. Kapitel 6: Köthen, die weltliche Musik. In Köthen ist alles anders. Der Fürst Leopold ist jung, er liebt die Musik. Und er spielt selbst Geige. In der Schlosskirche gibt es keine große Orgel. Also schreibt Bach keine Orgelwerke mehr. Stattdessen komponiert er weltliche Musik. Es entstehen seine großen Werke. Die brandenburgischen Konzerte, die Violinkonzerte, die Orchestersuiten. Die Sonaten für Violine Solo, die Suiten für Cello Solo. Das sind glückliche Jahre. Bach ist Kapellmeister, wird gut bezahlt, hat ein eigenes Orchester. Er reist mit dem Fürsten, lernt neue Städte kennen. Die Kinder wachsen auf, die Musik fließt. Aber dann, 1720, passiert etwas Schreckliches. Bach ist mit dem Fürsten verreist, nach Karlsbad. Als er nach Hause kommt, ist seine Frau Maria Barbara schon begraben. Sie ist gestorben, während er weg war. Und er wusste nichts davon. Er erfährt es erst, als er die Tür öffnet. 4 Wochen ist sie schon tot. Ein Schock, der tief sitzt. 1 Jahr später heiratet Bach wieder. Anna Magdalena Wilke heißt sie, eine junge Sängerin am Hof. Sie wird ihm 13 Kinder schenken. Und sie wird seine Musik lieben, seine Noten abschreiben. Ihm den Rücken frei halten. Sie wird sein Leben teilen, bis zum Ende. In Köthen hätte Bach bleiben können. Aber der Fürst heiratet eine Frau, die keine Musik mag. Das Interesse des Fürsten lässt nach. Bach spürt, dass es Zeit ist, etwas Neues zu suchen. Kapitel 7: Leipzig, der Thomaskantor. 1723 wird Bach Thomaskantor in Leipzig. Eine große Stelle, die wichtigste in ganz Deutschland. Aber auch eine schwere. Er muss die Musik in den 4 Hauptkirchen der Stadt organisieren. Er muss den Chor der Thomasschule leiten. Er muss jeden Sonntag eine neue Kantate aufführen. Dazu Passionen zu Ostern. Ein Magnificat zu Weihnachten. Und er muss Latein unterrichten. Obwohl er das gar nicht mag. Später bezahlt er einen anderen dafür. Das erste Jahr ist verrückt. Bach muss neue Musik liefern, Woche für Woche. Er schreibt eine Kantate nach der anderen. Manche schafft er in einer einzigen Woche. 5 Jahrgänge von Kantaten soll er geschrieben haben. Aber nur 3 sind erhalten geblieben. Stell dir vor, wie viel verloren gegangen ist. 1727 führt er seine Matthäus-Passion auf. Ein riesiges Werk, über 3 Stunden lang. 2 Chöre, 2 Orchester, Solisten. Alles singt und spielt zusammen. Die Leute sind überwältigt. Manche weinen, manche starren nur still vor sich hin. Hier wird die Geschichte von Jesu Leiden und Sterben so lebendig wie nie zuvor. Man spürt den Schmerz, die Trauer und am Ende die Hoffnung. In Leipzig gibt es auch Streit. Mit dem Rektor der Thomasschule, mit dem Stadtrat, mit den Behörden. Bach ist ein schwieriger Untergebener, das muss man sagen. Er besteht auf seine Rechte, er kämpft für seine Kunst. Manchmal gewinnt er, manchmal verliert er. Aber er gibt nie auf. Kapitel 8: Der Besuch beim König. 1747, Bach ist schon über 60. Unternimmt er eine letzte große Reise. Sein Sohn Karl Philipp Emanuel ist in Potsdam. Am Hof des preußischen Königs Friedrich des Großen. Der König ist selbst ein leidenschaftlicher Flötenspieler. Und er hat von Bach gehört.
Als Bach in Potsdam ankommt, lässt der König ihn sofort holen. Man führt Bach durch die Zimmer des Schlosses. Überall spielt man seine Musik. Der König zeigt Bach eine Reihe neuer Klaviere. Gebaut von Silbermann, dem berühmten Instrumentenbauer. Dann bittet er Bach, improvisiere etwas, Meister. Bach setzt sich hin und spielt. 1 Stunde, 2 Stunden, er improvisiert, ohne Pause. Der König ist hingerissen. Dann gibt der König Bach ein Thema. Eine Melodie, die er selbst geschrieben hat. Können Sie daraus eine Fuge machen, fragt er. Bach denkt kurz nach. Setzt sich wieder ans Klavier. Und improvisiert eine Fuge, dreistimmig, voller Kunst. Der König staunt. Zu Hause in Leipzig arbeitet Bach das Thema weiter aus. Er schreibt ein ganzes Werk daraus, für verschiedene Instrumente. In verschiedenen Formen. Er nennt es musikalisches Opfer. Und schickt es dem König. Auf dem Titelblatt steht: Über das vom König gegebene Thema. Kapitel 9, die Kunst der Fuge. In seinen letzten Jahren arbeitet Bach an einem riesigen Werk. Er nennt es die Kunst der Fuge. Hier will er alles zeigen, was man mit einer einzigen Melodie machen kann. Fuge um Fuge, Kanon um Kanon. Immer komplexer, immer kunstvoller. Es ist wie ein Vermächtnis. Eine Summe seines Lebenswerks. Aber Bach wird krank. Seine Augen, schon lange schwach, versagen ganz. Ein englischer Augenarzt kommt nach Leipzig und operiert ihn. Die Operation misslingt, Bach wird blind. Er kann nicht mehr schreiben. Nicht mehr lesen, nicht mehr komponieren. Aber aufgeben? Nein. Seine Frau Anna Magdalena liest ihm vor. Sein Schwiegersohn schreibt auf, was Bach diktiert. Die Musik lebt weiter in seinem Kopf. In seinen letzten Tagen diktiert er einem Schwiegersohn noch eine Choralbearbeitung. Vor deinen Thron tret ich hiermit, heißt der Choral. Die Noten sind einfach, aber voller Frieden. Es ist, als würde Bach Abschied nehmen. Von der Welt, von der Musik, vom Leben. Kapitel 10, das letzte Kapitel. Am 28. Juli 1750, am Abend, wird es still. Bach öffnet noch einmal die Augen. Dann schließt er sie für immer. Er ist 65 Jahre alt. In Leipzig wissen die Leute, dass ein großer Musiker gestorben ist. Aber wie groß, das weiß keiner. Bachs Musik gilt als altmodisch. Zu kompliziert, zu schwer, sagen die Kritiker. Die neue Zeit liebt das Einfache, das Gefällige. Bachs Söhne sind berühmt. Aber der Vater gerät in Vergessenheit. Fast 80 Jahre dauert das. Bachs Musik schläft in Bibliotheken. In Kirchenarchiven, vergessen und verstaubt. Dann, 1829, passiert etwas. Ein junger Komponist namens Felix Mendelssohn Bartholdy findet in Berlin die Noten der Matthäus-Passion. Er studiert sie, probt sie und führt sie wieder auf. Die Menschen sind erschüttert. Sie hören zum ersten Mal, was für ein Genie da verloren gegangen war. Die Bach-Renaissance beginnt. Heute wissen wir: Johann Sebastian Bach ist einer der größten Komponisten aller Zeiten. Mozart studierte seine Werke, Beethoven lernte von ihm. Man nennt ihn den Vater der Musik. Epilog: Was bleibt? Bach hat über 1000 Werke geschrieben. Kantaten, Passionen, Messen, Konzerte, Sonaten, Suiten, Fugen. Alles, was er schrieb, ist voller Tiefe, voller Handwerk, voller Seele. Er war kein Wunderkind wie Mozart. Er war kein Revolutionär wie Beethoven. Er war ein Handwerker, ein frommer Mann, der unter jedes seiner Werke schrieb: Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre.
Aber in diesem Dienen fand er seine Größe. Man erzählt sich, dass Bach einmal gefragt wurde, wie er es schaffe, so viele wunderbare Melodien zu erfinden. Er antwortete: Ich habe fleißig sein müssen. Wer ebenso fleißig ist, der wird es ebenso weit bringen können. Vielleicht ist das sein Geheimnis. Fleiß, Demut und das unerschütterliche Vertrauen. Dass Musik mehr ist als nur schöne Töne. Dass sie die Stimme Gottes sein kann auf Erden. Wenn du heute in eine Kirche gehst und eine Orgel hörst, wenn du eine Fuge von Bach hörst, dann spürst du es. Diese Musik kommt aus einer anderen Welt. Aus einer Welt, in der alles seine Ordnung hat. In der alles vollkommen ist. Und für einen kurzen Moment darfst du teilhaben daran. Johann Sebastian Bach. 21. März 1685, 31. März in St. 28. Juli 1750. Ich habe fleißig sein müssen. Wer ebenso fleißig ist, der wird es ebenso weit bringen können.